Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlswelten. Heute sprechen wir über Emotionen und wie man sie auf Deutsch ausdrückt. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Nachdem wir uns im letzten Teil damit beschäftigt haben, wie wichtig es ist, unsere Emotionen überhaupt zu erkennen, wollen wir jetzt darüber sprechen, wie wir diese Gefühle ausdrücken können. Beginnen wir mit der Freude. Freude ist eine der angenehmsten Emotionen, die wir erleben können. Sie gibt uns Energie und motiviert uns. Wie zeigst du deine Freude, wenn du zum Beispiel gute Nachrichten erhältst? Oft strahlt mein Gesicht einfach automatisch. Ich lächle breit und manchmal lache ich laut. Es ist, als ob mein Körper von alleine reagiert. Und du, wie drückst du Freude aus? Ich glaube, ähnlich. Neben dem Lächeln neige ich dazu, meine Hände vor Begeisterung in die Luft zu werfen oder jemanden zu umarmen. Es fühlt sich einfach gut an, diese Freude zu teilen. Freude zu teilen macht sie oft noch intensiver. Doch was ist mit Ärger? Diese Emotion ist nicht so angenehm. Wie gehst du damit um? Ärger kann wirklich herausfordernd sein. Manchmal hilft es mir, tief durchzuatmen und zu versuchen, die Situation zu überdenken. Ich versuche, meine Worte mit Bedacht zu wählen, um nicht impulsiv zu reagieren. Das klingt nach einer guten Strategie. Mir hilft es auch, meine Gedanken erst einmal zu ordnen. Manchmal schreibe ich sie auf oder rede mit einem Freund darüber, um eine andere Perspektive zu bekommen. Stress ist auch eine Emotion, die viele von uns oft erleben. Was machst du, wenn du gestresst bist? Bei Stress versuche ich, mir eine kurze Pause zu gönnen. Ein Spaziergang an der frischen Luft oder ein paar Minuten Meditation können Wunder wirken. Es hilft, den Kopf frei zu bekommen und sich zu beruhigen. Eine Pause klingt wirklich hilfreich. Ich finde auch, dass es wichtig ist, Prioritäten zu setzen und sich nicht mit zu vielen Aufgaben gleichzeitig zu überladen. Das hilft, den Stresspegel zu senken. Absolut. Und es ist wichtig, sich selbst nicht zu stark unter Druck zu setzen. Kleine Schritte können oft effektiver sein, als alles gleichzeitig zu bewältigen. Genau. Und am Ende des Tages ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und die eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen, wie ein kleines Ritual, um den Tag abzuschließen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Ob Freude, Ärger oder Stress, jede Emotion hat ihren Platz und ihre Bedeutung in unserem Leben. Der Schlüssel liegt darin, sie auf eine gesunde Weise auszudrücken. Nachdem wir besprochen haben, wie wir Emotionen erkennen und ausdrücken, sollten wir über unsere allgemeine Stimmung und unser Befinden sprechen. Wie fühlst du dich zum Beispiel an einem typischen Morgen? Morgens bin ich oft etwas müde, aber ich versuche, positiv in den Tag zu starten. Ein gutes Frühstück und etwas Musik helfen mir, meine Stimmung zu heben. Wie ist es bei dir? Ich finde, der Morgen gibt den Ton für den ganzen Tag an. Wenn ich mit einem Lächeln aufwache und mir ein paar Minuten nehme, um zu meditieren, fühle ich mich viel ausgeglichener und bereit für die Herausforderungen des Tages.
Meditation klingt nach einer tollen Methode, um den Tag zu beginnen. Aber was ist, wenn die Stimmung mal im Keller ist? Wie gehst du damit um? An solchen Tagen versuche ich, mich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, die mir Freude bereiten, wie eine Tasse Tee oder ein gutes Buch. Es hilft mir, meine Stimmung langsam zu heben. Das ist eine gute Idee. Ich finde auch, dass frische Luft und Bewegung Wunder wirken können, wenn man sich niedergeschlagen fühlt. Ein Spaziergang kann oft helfen, die Gedanken zu klären und die Stimmung zu verbessern. Bewegung ist wirklich wichtig. Manchmal hilft es auch, mit Freunden zu reden. Ein nettes Gespräch kann die Stimmung sofort aufhellen und einem das Gefühl geben, dass man nicht allein ist. Absolut, soziale Kontakte sind essentiell. Aber was ist, wenn man sich tagsüber plötzlich gestresst oder überfordert fühlt? Hast du da einen Tipp? In solchen Momenten mache ich gern eine kleine Pause und atme tief durch. Ich versuche, die Dinge zu relativieren und mir bewusst zu machen, dass nicht alles perfekt sein muss. Das nimmt oft den Druck raus. Das klingt vernünftig. Ich finde, es hilft auch, sich selbst kleine Belohnungen zu gönnen, um die Motivation und das Wohlbefinden zu steigern. Sei es ein Stück Schokolade oder ein kurzer Anruf bei einem Freund. Ja, die kleinen Freuden des Lebens nicht zu vergessen, ist wichtig. Und am Ende des Tages sollte man sich fragen, was gut gelaufen ist. Das bringt oft eine positive Perspektive. Eine Reflexion über den Tag ist eine tolle Idee. Es hilft, dankbar zu sein für das, was man hat und was man erreicht hat. Das gibt einem ein Gefühl der Zufriedenheit. Zufriedenheit ist der Schlüssel zu einem ausgeglichenen Leben. Egal, ob der Tag voller Höhen oder Tiefen war, es ist wichtig zu wissen, dass jede Stimmung vorübergeht und man immer wieder neu anfangen kann. Genau, die Kunst besteht darin, die eigene Stimmung zu verstehen und zu akzeptieren, ohne sich von ihr beherrschen zu lassen. So kann man gelassen und bewusst durch den Tag gehen. Was machst du, um deine Stimmung zu heben, wenn du dich einmal schlecht fühlst oder der Tag nicht so gut beginnt? Nachdem wir gelernt haben, wie man über Stimmung und Befinden spricht, ist es wichtig, eine klare und höfliche Sprache zu verwenden, um unsere Gefühle auszudrücken. Wie gehst du damit um? Ich finde, es ist wichtig, die Ich-Botschaften zu nutzen. Statt zu sagen, du machst mich wütend, sage ich lieber, ich fühle mich verletzt, wenn. Das hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Absolut, Ich-Botschaften verhindern oft, dass sich der andere angegriffen fühlt. Sie geben uns die Möglichkeit, unsere Gefühle offen zu teilen, ohne Vorwürfe zu machen. Genau. Und es ist auch hilfreich, konkrete Beispiele zu geben. Wenn ich sage, ich fühle mich gehetzt, weil ich keine Pause hatte, versteht der andere besser, was ich meine. Stimmt, konkrete Beispiele lassen die Situation nachvollziehbarer erscheinen. Außerdem finde ich es wichtig, den richtigen Moment zu wählen, um über Gefühle zu sprechen. Ja, das Timing ist entscheidend. In einer ruhigen Minute darüber zu sprechen, ist oft effektiver als in einem hitzigen Moment. Das hilft, die Emotionen unter Kontrolle zu halten.
Und wenn man nicht sofort reden kann, hilft es, die Gedanken zuerst zu ordnen. Manchmal schreibe ich meine Gefühle auf, um Klarheit zu gewinnen, bevor ich das Gespräch suche. Eine gute Strategie. Schreiben kann helfen, die Emotionen zu sortieren und die richtigen Worte zu finden. Es verhindert auch, dass man im Eifer des Gefechts etwas sagt, das man später bereut. Richtig. Ein weiterer Punkt ist die Körpersprache. Ein freundlicher Ton und offener Blick unterstützen die Worte und zeigen, dass man wirklich daran interessiert ist, verstanden zu werden. Ja, eine offene Körpersprache schafft Vertrauen. Auch die Wortwahl ist wichtig. Höfliche Formulierungen wie „Könnten wir darüber sprechen?“ oder „Ich würde gern wissen, wie du das siehst“ sind hilfreich. Solche Fragen öffnen oft das Gespräch und zeigen, dass man die Meinung des anderen wertschätzt. Hast du noch weitere Tipps, um Gefühle klar zu formulieren? Ich denke, es ist wichtig, geduldig zu sein. Manchmal braucht der andere Zeit, um zu verstehen oder zu reagieren. Geduld und Zuhören sind genauso wichtig wie das eigene Sprechen. Geduld ist wirklich eine Tugend, besonders in emotionalen Gesprächen. Manchmal hilft es auch, am Ende des Gesprächs nachzufragen, ob alles geklärt ist und ob noch Fragen offen sind. Ein guter Abschluss kann Missverständnisse vermeiden und sicherstellen, dass beide Seiten zufrieden sind. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu gesunden Beziehungen. Und auch wenn es nicht immer einfach ist, lohnt es sich, diese Fähigkeiten zu üben. So können wir sicherstellen, dass unsere Beziehungen stärker und verständnisvoller werden. Welche Strategien nutzt du, um in emotionalen Gesprächen Missverständnisse zu vermeiden und offen über deine Gefühle zu sprechen? Nachdem wir darüber gesprochen haben, wie man Gefühle höflich formuliert, stellt sich die Frage, wie zeigt sich das im Alltag, bei der Arbeit, in der Familie und in Beziehungen? Im Arbeitsumfeld ist es wichtig, offen und respektvoll zu kommunizieren. Wenn ich zum Beispiel gestresst bin, sage ich meinem Kollegen, ich fühle mich überfordert, können wir die Aufgaben aufteilen? Ja, in der Familie ist es ähnlich. Wenn ich mich enttäuscht fühle, versuche ich das direkt anzusprechen. Zum Beispiel, ich bin traurig, weil du unser Treffen vergessen hast. In Beziehungen hilft es, regelmäßig über Gefühle zu sprechen. Ein einfaches „Ich fühle mich glücklich, wenn wir Zeit zusammen verbringen“ stärkt die Verbindung. Genau. Auch bei Konflikten ist es wichtig, geduldig zu bleiben. Statt laut zu werden, hilft es zu sagen, ich verstehe deine Sichtweise, aber ich fühle mich anders. In einer Familie gibt es viele Emotionen. Kinder drücken oft direkt aus, was sie fühlen. Es ist wichtig, ihnen zuzuhören und zu zeigen, dass ihre Gefühle ernst genommen werden. Und wenn man selbst unsicher ist, hilft es, ehrlich zu sein. Sätze wie „Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühle, aber ich möchte darüber sprechen“ öffnen Türen zum Verständnis. Auch bei der Arbeit ist Feedback wichtig. Konstruktiv zu bleiben hilft, ich schätze deine Arbeit, aber ich würde mir wünschen, dass wir die Kommunikation verbessern. Ja, die Balance zwischen Ehrlichkeit und Rücksicht ist entscheidend. In Beziehungen hilft es, regelmäßig nachzufragen, wie fühlst du dich heute?
das zeigt Interesse und Fürsorge. In der Familie kann man Rituale einführen, wie das gemeinsame Abendessen, um Raum für Gespräche zu schaffen. So kann jeder seine Gedanken und Gefühle teilen. Auch in Freundschaften ist es wichtig, über Emotionen zu sprechen. Ein „Ich vermisse dich, lass uns bald treffen“ zeigt, dass man die Beziehung schätzt. Und wenn Missverständnisse entstehen, sollte man versuchen, diese schnell zu klären. Ein einfaches „Ich glaube, wir haben aneinander vorbeigeredet“ kann helfen, die Situation zu entspannen. Emotionen im Alltag zu erkennen und auszudrücken, stärkt unsere Verbindungen. Es erfordert Übung und Geduld, aber es lohnt sich, um harmonische Beziehungen zu pflegen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, unser Podcast über Emotionen im Alltag hat euch gefallen und inspiriert. Teilt eure Gedanken und Emotionen in den Kommentaren. Welche Wörter aus unserem Podcast haben euch besonders angesprochen? Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ein Like hilft uns sehr, um weiterzumachen und euch spannende Themen zu bieten. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Die Ich-Botschaft. Eine Ich-Botschaft hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Mit einer Ich-Botschaft kann man Gefühle ausdrücken, ohne Vorwürfe zu machen. Das Timing. Das richtige Timing ist wichtig, wenn man über Gefühle spricht. Gutes Timing macht ein ruhiges Gespräch oft erfolgreicher. Die Körpersprache. Eine offene Körpersprache unterstützt das gesprochene Wort. Freundliche Körpersprache schafft Vertrauen im Gespräch. Die Geduld. Geduld ist in emotionalen Gesprächen sehr wichtig. Mit Geduld gibt man dem anderen Zeit zu verstehen. Das Missverständnis. Ein Missverständnis entsteht oft durch unklare Kommunikation. Durch Nachfragen kann man ein Missverständnis vermeiden